In diesem Video zeige ich Barcelonas schönste Sehenswürdigkeiten, die man auf einer der Stadtrundfahrten erleben kann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von daheim und unterwegs. Schon der Landeanflug auf Barcelona ist beeindruckend. Wir sind hier in der Hauptstadt Kataloniens und nach Madrid der zweitgrößten Stadt Spaniens. Sie liegt unübersehbar am Mittelmeer, etwa 120 Kilometer südlich der Pyrenäen und der Grenze zu Frankreich. Der Hafen von Barcelona ist einer der größten Häfen Europas und des Mittelmeers. Er ist unterteilt in drei Bereiche: den Port Vell, das ist der alte Hafen, den großen Industriehafen unterhalb des Hausbergs Montjuïc, das ist der Port Franc de Barcelona, hier verkehren die Fähr- und Kreuzfahrtschiffe, aber auch Containerschiffe, und den kleinen 1992 gebauten Yachthafen Port Olympique. Bei einem Rundgang durch den Hafen kann man direkt schon zwei herausragende Sehenswürdigkeiten des Gebiets erkennen, nämlich die Seilbahn über den Hafen und das Kolumbus-Denkmal. Mit diesem beschäftigen wir uns jetzt zuerst. Als Kolumbus 1493 von Amerika zurückkehrte, wurde er im Hafen von Barcelona feierlich empfangen. Die fast 60 Meter hohe Gedenksäule im korinthischen Stil wurde 1888 anlässlich der Weltausstellung errichtet. Von der Aussichtsplattform hat man einen herrlichen Blick auf den Hafen und die Altstadt. Die Säule ist täglich geöffnet und mit einem Fahrstuhl wird man direkt bis unterhalb der Füße von Kolumbus gebracht. Dort kann man im Kreis gehen und die Aussicht auf den Hafen und die Stadt erleben. Hier erreicht man schon eine ordentliche Höhe und kann bis zur Sagrada Familia blicken. Man sieht auch die Fortsetzung der berühmten Flaniermeile La Rambla, die in ihrer Verlängerung bis zum Meer ragt. Die Stütze der Seilbahn über den Hafen ist noch etwas höher als das Kolumbus-Denkmal und wir werden auch noch zu ihr kommen. Aber zunächst nehmen wir einen der vielen Hop-on-Hop-off-Busse und fahren weiter in die Innenstadt. Hier erreichen wir nun den Plaza de España. Jahrhundertelang fanden an diesem Ort öffentliche Hinrichtungen statt, bis die Galgen 1715 in den Ciutadella Park gebracht wurden. Der jetzige Platz wurde 1929 für die Weltausstellung erbaut. Er wurde in nur 4 Jahren pünktlich zur Ausstellung fertiggestellt. In der Mitte des Platzes steht ein großer Brunnen, der mit Fontänen betrieben wird, die eindeutig durch Gaudí beeinflusst sind. Eine breite Prachtstraße, die Avinguda de la Reina Maria Cristina, wird von 2 Türmen flankiert. Sie führt zum MNAC, dem Museo Nacional d'Art de Catalunya. Die 47 Meter hohen Türme wurden dem Glockenturm der St. Markus-Basilika in Venedig nachempfunden. Jetzt geht es hoch auf den Montjuïc. Er ist der Hausberg über Barcelonas Hafen. Auf diesem Berg befindet sich eine burgähnliche Festung. Um dorthin zu gelangen, lässt sich am besten mit der Seilbahn Teleféric de Montjuïc fahren. Während der Fahrt lässt sich der Ausblick über Barcelona genießen und an der Zwischenstation Mirador macht die Seilbahn eine 90-Grad-Kurve. Oben angekommen erreichten wir das Castell de Montjuïc. Diese Festung wirkte als Schutz des Hafens und der Stadt, aber auch als Zwingburg fremder Herrscher über die Stadtbewohner. Denn erst seit 2007 befindet sich das Bollwerk im Besitz der Stadt und der katalanischen Nationalregierung. Bei der Belagerung von 1705 hat die Festung eine Schlüsselstellung inne. Die bourbonischen Herrscher in Madrid hatten Katalonien 1714 unterworfen und hielten die Burg seitdem mit Truppen besetzt. Die Festung wurde auch in den folgenden Jahrhunderten als Ausdruck von Fremdherrschaft erlebt. Im 19. Jahrhundert wurde die Stadt sogar mehrmals von dem Berg aus beschossen und bombardiert. Direkt unter der Talstation Parc de Montjuïc befindet sich die Funicular de Montjuïc, eine Standseilbahn, die runter in die Innenstadt in den Stadtteil Raval führt. Dort findet man diese kleine Klosteranlage Sant Pau del Camp. Sie wurde im 10. Jahrhundert errichtet und gehört zu den wenigen erhaltenen romanischen Bauwerken Barcelonas. Als nächstes fahren wir mit der Hafenseilbahn. Sie ist eine Luftseilbahn, die von der in 57 Metern Höhe am Hang des Montjuïc gelegenen Station Miramar über den 119 Meter hohen Torre Jaume I. zum 86 Meter hohen Torre Sant Sebastià fährt und dabei den Port Vell, den alten Hafen Barcelonas, das World Trade Center und die im Hafen liegenden Fährschiffe überquert. In Torre Sant Sebastià geht ein Fahrstuhl zu dem am Meer gelegenen Stadtteil La Barceloneta herunter.
Der fast genau auf halber Strecke stehende Turm war die höchste Seilbahnstütze der Welt und blieb es bis 1966, als die Gletscherbahn Kap Hoon 3 gebaut wurde. In der Spitze dieses Stahlwerkturms sind die Mittelstation und eine Aussichtsplattform untergebracht. Ein Aufzug fährt zur Hafenmole hinunter. Im Torre San Sebastián befindet sich die Endstation und ein Restaurant. Die beiden hin und her führenden Kabinen halten hier im mittleren Turm einige Minuten, damit die Touristen den Blick auf Barcelona genießen können. Die Hafenseilbahn sollte eine Attraktion der Weltausstellung 1929 werden. Beauftragt wurde die Firma, die seinerzeit mit der österreichischen Zugspitzbahn eine aufsehenerregende Seilbahn gebaut und kurz zuvor die Seilbahn am Montserrat fertiggestellt hatte. Allerdings wurde die Größe des Projektes unterschätzt, sodass die Seilbahn erst 1931 eröffnet werden konnte. Hier sehen wir das Palau de la Música Catalana. Der Anfang des 20. Jahrhunderts errichtete Musikpalast im üppigsten Jugendstil ist ein einzigartiges Juwel des Modernisme, als Ode an Katalonien konzipiert. Opulent geschmückte Straßenfassaden, mosaikbesetzte Säulen, gekrönt von den Büsten Bachs, Beethovens, Wagners und Palestrinas, sind außergewöhnlich. Von einzigartiger Schönheit ist die nach innen gewölbte Kuppel aus buntem Glas in der Mitte des Auditoriums. Decken, Wände und Säulen sind überzogen mit Ornamenten aus Blüten und Ranken in scheinbar unendlichen Variationen, dazu Drachenköpfe und andere symbolträchtige Skulpturen. Der Parc de la Ciutadella liegt in der Nähe des Bahnhofs Barcelona Franca. Er verfügt über 10 Eingänge und eine Fläche von über 17 Hektar, ohne den Zoo von Barcelona mitzurechnen. Der viele Jahre lang einzige städtische Park wurde auf dem ehemaligen Gelände der Zitadelle der Stadt gebaut. Der Jardin de Luxembourg in Paris diente als Vorbild bei der Gestaltung. Der Park befindet sich auf dem Gelände, wo Philipp V. nach dem Spanischen Erbfolgekrieg im 18. Jahrhundert eine Festung erbauen ließ und Barcelona mehr als 13 Monate belagerte. Um die Stadt anschließend fest unter Kontrolle zu haben, ließ er die bis dahin größte sternförmige Zitadelle Europas bauen. Während der Revolution von 1868 wurde die Zitadelle nachhaltig zerstört. Von der ursprünglichen Festung blieben die Kapelle, der Gouverneurspalast und das Arsenal, heute Sitz des katalanischen Parlaments, bestehen. Dort, wo heute die Kathedrale von Barcelona steht, befand sich einst bereits ein römischer Tempel. In der Krypta der Kirche befindet sich das Grab der heiligen Eulalia, der Schutzpatronin der Stadt. Sehenswert ist auch der bezaubernde Kreuzgang mit vielen Kapellen, Garten, gotischem Brunnen und einer Schar von Gänsen. Hier sieht man den Plaza Real, der im Sinne seiner Urheber an die Platzanlagen Napoleons erinnern sollte. Er wirkt aber aufgrund seiner bescheideneren Größe und seines ruhigen Flairs mehr wie eine italienische Piazza. Gaudí konnte zu Beginn seiner Karriere hier arbeiten. Man beauftragte den jungen und tüchtigen Architekten mit dem Entwurf der behelmten Laternen. Barcelona kann noch von einem weiteren Berg betrachtet werden, nämlich vom Tibidabo. Auf ihn führt ebenfalls eine Standseilbahn. Hier ist man auf dem Hausberg von Barcelona und man hat bei gutem Wetter einen Panoramablick auf die Stadt. Direkt an der Bergstation der Standseilbahn befindet sich die Kirche Tempel Expiatori del Sagrat Cor, übersetzt Herz-Jesu-Kirche. Sie ist der Kirche Sacré-Cœur in Paris nachempfunden und von einer Christusstatue gekrönt, die die Arme über die Stadt ausbreitet. Hier sehen wir das Camp Nou, ein reines Fußballstadion von Barcelona. Es wurde 1957 eingeweiht und wird seither vom FC Barcelona als Heimstadion genutzt. Es bietet rund 99.000 Zuschauern Platz und ist damit das größte Stadion Europas. Das Stadion wurde von der UEFA als Elitestadion ausgezeichnet und ist das größte Vereinsstadion der Welt. Direkt an einen Besuch des FC Barcelona Museums schließt sich eine Tour durch das Camp Nou an. Bei dieser Tour kann man unter anderem den Pressesaal, die Umkleidekabine der Auswärtsmannschaft, die Kommentatorenkabine, die Kapelle und die Trainerbänke besichtigen. Zudem kann man quasi aus Spielerperspektive, begleitet von eingespielten Fangesängen, den Einlauf ins Camp Nou erleben.
Wenn du die Sehenswürdigkeiten Gaudis in Barcelona sehen willst, dann schau dir doch das unten beigefügte Video an. Interessierst du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus Spanien, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.